danke schön. Como te digo, pasa mucho eso. De que pasan acá los... So, ja, das ist mein Zimmer hier, so wie ich das gestern Abend vorgefunden habe. So, ja. So, das ist mein Zimmer. Das ist das Badezimmer, sehr modern. Okay, ja, also ist ganz ordentlich, ganz schön hier. Einzige Problem ist, der Fußboden ist saukalt. Also der hat keine 5 Grad, das ist wie im Kühlschrank. Deswegen ist die Klimaanlage auf 27 Grad eingestellt, weil sonst könntest du gar nicht die Temperaturen hier bekommen. Ja, die Nacht war sehr schön, sehr angenehm hier. Ich habe natürlich keinen Schreibtisch, aber das macht nichts. Der kleine Tisch reicht mir auch. So, ja, heute Morgen geht es dann erstmal zum Frühstück und dann geht es zu diesen Cathedral, also Cathedrales del Marmor oder Marmorkathedralen, so heißen die. Aber erst gehen wir frühstücken. Schauen wir mal schon. Schauen wir mal zu, dass wir dort etwas in den Magen bekommen. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt was sehen könnt, aber es ist noch sehr früh morgens. Es ist gerade mal 8 Uhr. Und ich mache mich jetzt auf den Weg zum Frühstück. Boah, ist sehr schön gemacht. Hier so alles so kleine einzelne Häuschen. Und ganz am Anfang an der Straße liegt dann da die Rezeption. Ich weiß nicht, sind wir jetzt hier durch? Ich glaube ja, ne? So. Ist wahrscheinlich vorne rum. Oh, das war schon glatt. Ich glaube, es hat auch schon gefroren. Wow. Das ist schon, hat sie gesagt, um 8. Und da bin ich zu früh. Nee, ich bin bestimmt nicht zu früh. Okay. See. So. ¿Estoy más temprano? No, está bien. ¿No? Okay. Buenos días. Sí. Okay. So, jetzt mache ich mich mal auf den Weg. Gewappnet, bereit. Und schauen wir mal, was das wird. 2,5 Stunden habe ich jetzt eine Bootsfahrt vor mir. Mal ein paar schöne Sachen hier anschauen. Aber die Kulisse ist ja jetzt schon schön, wenn man das sieht, hier hinten in den Bergen. Bin gespannt, aber es ist saukalt. 1 Grad. Oh, und dann noch im Wasser. Ja, das wird ja spaßig. So, ich bin jetzt vorbereitet, eingepackt und kann jetzt losgehen. Montserrat, capitán de la embarcación, yo voy a ser su tripulante guía. Vamos a recorrer 3 sectores. El primer sector está ubicado en la isla Panicini, nombre de los dueños de la isla. Entonces, esa madera puede durar hasta 200 años, bien. Si nos fijamos en el Don Cote, tiene remaches. Se fijan que es remachada y no es soldada. La soldadora llega a Chile después de la Segunda Guerra Mundial, por ende son muy antiguos estos barcos y prestaban la utilidad a aquel pueblo que está enfrente, que es Puerto Sánchez. Bueno, equipo, llegamos al sector de cuevas, cavernas de mármol de la isla Panicini. Vamos a ingresar a las cavernas, sus manos en el interior del bote,
para evitar accidentes. Bien. Bueno, esta roca está compuesta de carbonato de calcio, cuarzo, manganesio y piedra caliza. Botan salvia y al nivel del agua lo lava, lo diluye y lo desgasta. Sí, como te digo, pasa mucho eso. De que pasan acá los pueblos porque son pueblos de base, son castillos igual es súper común. Ey, que van a morir por esta- Miren, eso chicos que está pasando ahora, que sale el sol, se hace ese reflejo, se llama reflexión. Y eso sucede solamente cuando sale el sol. ¿Por qué? Porque los rayos solares chocan en el agua en movimiento se refleja en el mar. Por eso hace ese efecto así. como espejo. Si no, ya lo ves explotado. Miren, acá tienen hartos arrayanes, miren. Arrayán ¿Ustedes han Maite. escuchado ese dicho? Es un dicho chileno que se dice, mata arrayán florido. Torio, viene ahí. ¿Queréis pinta, a ver? Lo que no tienen que tocar son esas, se llaman estalactitas, ya están dañadas. Cada gota de agua que cae en una estalactita mineraliza la roca, por ende crece. Si yo saco la gota de agua, se seca y no sigue su crecimiento. Son muy frágiles y nos sirven de decoración para que no las traten de sacar también. Siempre, miren, prendan un celular ahora. Celular, linterna, alúmbrenlo. Alumbre del mar, mira. Tiene mucha mica, mucho mineral mica comparado al que vamos a ver en Puerto Tranquilo, no tiene ese mineral. Cuidado con sus cabecitas, las manos en el bote dentro porque se las pueden aplastar. Bien. Hay que ¿Quieres una foto? Picture. Pueden levantar si quieren para amigos, pueden pasar adelante. Que no les gane el frío, chiquillos, muévanse nomás ahí. Sí, no hay problema, dale, no problema. Y también la foto así de como... Hasta los pececitos son... son como los pececitos de agua. ¿Esta es la capilla, podemos? Esta es la catedral de la, La catedral. sí, la capilla la más pequeña. La más importante es la capilla. Creo que fue O sea, aquí te dicen que no te van a decir que sí, ninguna. Para acá, traer el anillo allá donde venimos encima de esperar. como rey con la familia, pues. Está la Marina. La Marina, nosotros pertenecemos al puerto de Chile Chico. Y allá está la lancha y está todo. No es llegar, no tendríamos el monopolio. Allí, Río León, excursiones. Chicos, miren, adelante el Instagram. Con el hecho de que los sigan, ya los ayudan. Si van a reclamar, lo pueden. Das war dann eine schöne Tour. Zum Schluss noch ein bisschen rasant. Aber ansonsten ganz toll. Sehr schön. So. Ja, war dann eine ganz tolle Sache hier.
Und meine Stimme ist ein bisschen belegt. Keine Ahnung. Es war saukalt. Aber schön. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, war schon interessant, diese Marmorhöhlen. So, jetzt muss ich erstmal in die Wärme. Mich mal ein bisschen auftauen. Ja. Guten Morgen, everybody. Ja, ich stehe jetzt hier an einer NL-Ladestation, habe das Hotel verlassen. Wurde das Kabel zeitweise ausgesteckt. Voilà. Und ja, so dass ich nur auf 76% kam. Das ist nicht genug bis nach Coyhaique. Dazwischen liegt zwar noch ein kleinerer Ort. Coyhaique ist nur 212 Kilometer entfernt. Zum Glück habe ich erfahren, dass das nur zum Teil Schotterstraße ist bis dahin. Über die Hälfte ist Asphalt. Ja, sodass wir doch mit einer, also mit 80% oder 82%, wenn wir die in der Batterie haben, kommen wir gut hin. Mit ein bisschen Reserve und Sicherheit. Ja, deswegen stehe ich jetzt hier und lade an dieser NL-Station mit Hilfe eines chilenischen Freundes. Nochmal vielen Dank dafür. Und ja, es funktioniert. Funktioniert einwandfrei. Ja, jetzt machen wir natürlich den nächsten Step auf der Carretera Austral. Sollte schön sein. Das Wetter ist ein bisschen wolkig. Zieht sich zu. Ich weiß nicht, wie sich das heute entwickelt. Noch ist es trocken. Aber landschaftlich ist das schon grandios hier. Ja, ich stehe jetzt hier noch 2 Stunden, bis Snowball die Kapazität hat, das Coyhaique zu erreichen. So, dann legen wir los. Achso. Ja, man sollte vielleicht auch abschnallen. Mein durchschnittlicher Verbrauch über die letzten 150 Kilometer beträgt 22,6 kW.
richtig beruhigend, mal eine normale Straße zu haben. Das ist schon anstrengend. Das ist schon richtig anstrengend, konzentriert immer auf diesem Schotter zu fahren. Vor allen Dingen, wenn er so ganz locker ist und du musst wirklich, du siehst die Schlaglöcher gar nicht und du musst immer richtig aufpassen, dass du nicht irgendwo reingerätst. Dann darfst du nicht zu langsam fahren, das ist dann wieder zu viel Verbrauch und die Schlaglöcher kommen deutlicher durch. Wenn du zu schnell fährst, fängst du an zu schwimmen auf diesem Schotter. Ja, das ist schon nicht einfach. Ja, an der Kopek-Station hier in Kojaike oder wie das heißt, das hat wieder funktioniert. Einwandfrei, problemlos. Ja, das ist eine 120 kW Station. Er lädt, glaube ich, mit 90 kW. Nee. Ja, mit 80 kW lädt er jetzt. Sagt ungefähr eine Stunde. Ja, und wir haben jetzt Moment. Wir haben jetzt 5:30, 20 vor 6. Ja, ich wollte gerade was essen gehen drüben in so einem Restaurant, aber die machen jetzt um 6 auf. Jetzt haben wir ein paar Kleinigkeiten geholt hier. Und ja, schauen wir mal, wie wir den Abend verbringen. Ich hatte schon eine Idee, also auf dem Campingplatz hat das ja nicht geklappt. Vielleicht fahre ich gleich noch ein bisschen weiter und übernachte dann unterwegs irgendwo auf einem kleinen Parkplatz. Da sind ja ein paar ausgeschildert bei Park for Night. Um dann morgen direkt dann weiterzufahren. Hier in Kojaike wüsste ich jetzt nicht, dass es was Besonderes gibt, was man dann sich anschauen kann. Ich gucke aber gleich da nochmal nach. Ansonsten war es das für den Tag. Ja, war eigentlich ganz schön. Die ganze Landschaft, es war faszinierend. Ne? Am Anfang natürlich der Hassel mit der Schotterstraße. Das war schon ziemlich anstrengend. Ja. Ach so, was ich noch vergessen hatte heute Morgen im Hotel, war es wiederum so, diesmal wollten sie wieder Geld haben. Ich hatte gefragt, ja okay, ist auch kein Problem, gerne. Ja. Aber dann wollten sie glatt 50 Euro haben, also 50.000 Pesos. Ich gesagt, nee, das ist zu viel. Und wir haben uns dann nachträglich auf 12.000 geeinigt. Also das ist jedes Mal eine Handelsbasis. Die wissen nicht, was sie dafür nehmen sollen. Und sagen einfach eine Zahl, also fast alle haben jetzt 50.000 gesagt, einfach so. Und ich habe denen dann gezeigt, was ich dann für eine ganze Ladung, also von, was war es damals, 9% auf 100% bezahlt habe hier an chinesischen Pesos.
Und dann hat sie gesagt, okay, 12.000, hat sie mal irgendwo nachgefragt, weiß ich nicht, ob es da einen Chef hatte. Auf jeden Fall haben wir uns 12.000 geeinigt, was vollkommen okay ist. Ich muss das nicht immer kostenlos haben. Wenn es kostenlos ist, ist das natürlich grandios. Aber es kostet den Leuten ja auch Geld. Deswegen bin ich da vollkommen d'accord. Ja, soweit so gut. Wir sind in Coyhaique. Wieder etwas weiter nördlich, auf der Carretera Austral. Die ist noch nicht zu Ende. Ich werde jetzt gleich mal eine Planung machen, welche Straßen wir jetzt weiter fahren. Und ich muss auch irgendwo mal fragen, wie die Straßenverhältnisse sind hier. Aber das mache ich hier wahrscheinlich unterwegs. Vielleicht gehe ich halt doch noch um 6 Uhr in dem Restaurant was essen. Weiß ich jetzt nicht. Schauen wir mal. Ja, 40 Minuten bleiben noch. Okay, ich lasse euch jetzt erstmal allein und ich melde mich später. Ich lasse euch allein.